Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem kleinen weiteren Vlog heute mal wieder. Und zwar soll es heute darum gehen, wie ich quasi angegriffen wurde. Und zwar ist das Ganze noch gar nicht so lange her, das war glaube ich gestern. Ja, tatsächlich gestern um 18 Uhr ungefähr habe ich 5 E-Mails bekommen, dass sich jemand auf meinem Twitch-Konto einloggen wollte und diese Anmeldung blockiert wurde. Das heißt, Twitch hat erkannt, hey, das bist nicht du. Was natürlich auch daran liegt, dass ich Two-Factor-Authentication angeschalten habe. Das heißt, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist bei meinem Twitch-Konto aktiviert. Und ja, das bedeutet im Endeffekt, jemand hat mein Passwort tatsächlich rausbekommen. Also ich meine, ich bekomme hier ja wirklich keine Benachrichtigungen von falschen Passwörtern. Also wenn jemand sich mit meinem Usernamen und irgendeinem Passwort anmeldet, das absolut irrelevant ist, dann kriege ich das nicht mal mit. Während, wenn hier jemand mein Passwort rausgefunden hat, dann kriege ich das mit. Aber die Anmeldung wurde trotzdem blockiert, weil ich, wie gesagt, Two-Factor-Authentication anhabe. Das heißt, ich brauche noch gleichzeitig ein mobiles Endgerät, um mich bei Twitch anzumelden, was ich eigentlich so ziemlich überall, wo es geht, auch nur aktiviert habe. Jetzt ist allerdings natürlich das trotzdem bedenklich, weil, ja, man hat nicht überall Two-Factor-Authentication angemeldet und das ist der Punkt, den ich heute gerne mit euch im Vlog besprechen möchte. Es gibt Webseiten, die sind gut, ja, also sowas wie Google, ja, hat immer Two-Factor-Authentication und noch einen Haufen Intelligenz hinten dran. Wenn man sich da mal von einem Ort anmeldet, den man normalerweise nicht zum Anmelden verwendet, dann muss man Two-Factor so oder so machen, mit dem Handy dann zum Beispiel oder, ja. Aber dann gibt es auch Webseiten, die haben die haben Geld von euch irgendwie und arbeiten damit und die unterstützen kein Two-Factor-Authentication. Und das ist ein riesiges Problem. Ich meine, mir ist es relativ scheißegal, ob irgendjemand bei einem, keine Ahnung, zum Beispiel mein Stack Overflow-Konto ist mir so ziemlich wurscht, ja. Da habe ich kein Two-Factor-Authentication. Ihr könnt gerne probieren, mich zu brute-forcen, wobei das natürlich trotzdem illegal ist, weil Stack Overflow nicht mir gehört und auch nicht euch gehört. Aber es ist mir relativ egal, ob da jemand mein Passwort knackt und dann in meinem Namen irgendwas postet. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ich kann gebannt werden und ich habe dort quasi keine Punkte, ja. Solche Konten gibt es auch. Dann gibt es solche Konten, da kümmere ich mich so ein bisschen um meine Sicherheit. Sowas wie, keine Ahnung, Online-Dienste, wo ich mir Sachen einkaufe, also Online-Shops zum Beispiel, wo ich vielleicht einmal einkaufe, wo ich aber natürlich nicht meine Bankdaten hinterlege, sondern zum Beispiel mit PayPal zahle, was nochmal separat mit einem Passwort geschützt ist. Okay? Und dort ist dann natürlich die Sicherheit schon nicht ganz unrelevant. Also ich sag mal so, ich hätte ganz gerne Two-Factor-Authentication da drauf. Weil es ist eher uncool, wenn die Leute dann tatsächlich wissen, was ich alles gekauft habe und wann ich das gekauft habe, was ich mir alles liefern lassen habe, wohin ich mir das liefern lassen habe. Das ist nicht so geil, das geht eigentlich niemandem was an, außer mich persönlich. Und dann gibt es aber noch kritische Infrastrukturen, wie eben zum Beispiel Bezahldienste im Internet, wie Sachen, wo ich meine persönlichen Daten hinterlegen kann, zum Beispiel Facebook-Aktivitäten, ja, die sammeln so viele Daten über mich, das ist sowieso schon unangenehm. Aber wenn die jetzt auch noch jeder mögliche Hacker da sich aneignen kann, nur weil er mein Passwort rausfindet, was einfach mit genug Aufwand immer möglich ist, ja, Passwörter rauszufinden, ist heutzutage einfach echt gut möglich, weil man sich einfach Google Cloud Server mieten kann und dann mit keine Ahnung wie viel Milliarden Operationen pro Sekunde irgendwas machen kann. Und in meinem Fall sind das dann eben diese kritischen Infrastrukturen, die ich wirklich schützen möchte. Und ein Passwort ist heutzutage einfach nicht mehr sicher genug. Passwörter lassen sich brute-forcen, das sage ich immer wieder und das geht leider viel zu einfach. Deswegen müssen diese kritischen Infrastrukturen, wie zum Beispiel YouTube in meinem Fall, wie zum Beispiel Patreon in meinem Fall auch, wie zum Beispiel PayPal, ja, die müssen einfach Two-Factor-Authentication haben. Und wenn sie das nicht haben, dann ist das ein Riesenproblem für mich. Aber immer noch gibt es Dienste online, die keine Two-Factor-Authentication anbieten. Warum nicht? Warum macht man sowas nicht? Ihr seid riesig, ihr verdient mit eurer Webseite mehrere tausend Euro, also mehrere Millionen Euro höchstwahrscheinlich sogar, wenn nicht sogar noch mehr, wenn ich euch als kritische Infrastruktur bezeichne. Warum könnt ihr mir keine Two-Factor-Authentication geben? Das ist einfach nur wirklich Pflicht heutzutage. So, ja, das war mein kleiner Rant heute so zum frühen Mittag oder sowas. Was ich euch hier mit diesem Video mitteilen möchte, ist, auch ich habe Passwörter, die gecrackt werden können, einfach nur mit genug Rechenpower, weil sie vielleicht
irgendwo in irgendeiner Wordlist vorkommen, was wirklich sehr unwahrscheinlich wäre, oder weil einfach jemand per Zufall draufkommt und dann merkt, ha, ich bin reingekommen, ich probiere es nochmal. Sowas passiert einfach gelegentlich, weil da draußen so unfassbar viele Hacker sind, die das Ganze einfach ausprobieren. Stellt euch einfach mal vor, wir haben mehrere tausend Hacker, die einfach irgendwas die ganze Zeit rausprobieren, mit echt viel Rechenpower teilweise. Ja, wenn sie es nur bei ein paar Leuten schaffen, dann ist das eigentlich auch überhaupt kein Problem für die. Problem ist aber nicht hier, dass sie das schaffen. Das ist mir eigentlich meistens relativ egal, sondern ich möchte auch, wenn meine Passwörter geknackt sind, dass ich trotzdem ein sicheres Konto habe. Und dazu Two-Factor Authentication, das kann ich nur jedem empfehlen. Und ja, das ist eigentlich schon die Message für heute. Sorry, dass es ein klein bisschen rantig geworden ist, aber solche Dienste regen mich dann schon ein bisschen auf. Machen Millionen und bieten nichts für die Sicherheit. Was ist los mit euch? Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.